Heute geht es um das Thema Erdbeertrocknung, denn mit unserer Kräuter-Multifunktions-Cube kann man natürlich auch Erdbeer trocknen, weil die werden schonend getrocknet und man kann, wenn man zum Beispiel Erdbeer hat, was nicht richtig reif sind, kann man sie auch nachreifen, weil unser Kräuter-Multifunktions-Cube ist gleichzeitig auch eine Reifekammer. Und jetzt zeige ich euch im ganzen Video und nehme euch da mit, wie das funktioniert oder wie man das macht. Am besten ist es bei den Erdbeeren, weil die ja viel Wassergehalt haben, dass man die eben in dünne Scheiben schneidet und dann schön auf unserem Gitter eben aufliegt. Und das werde ich euch jetzt sagen, wie das funktioniert. Und die werden gleichzeitig nachgereift und da die Feuchtigkeit entzogen bei der schonenden Trocknung. Und man kann da auch super gute, gesunde Chips draus machen. Und seid gespannt, wie das jetzt dann ausschauen wird. Und bei den Erdbeeren, da die ja sehr viel Wassergehalt eben haben, wird bei einer schonenden Trocknung eben der Wassergehalt entzogen. Und dann wird das nicht von außen nach innen zusammengedrückt, dass innen eine Restfeuchtigkeit vorhanden bleibt. Denn das ganze Feuchtigkeit, wurscht von was man jetzt eben trocknet, wird dann auch gleichmäßig entzogen über die Zellstruktur. Und dadurch bleibt der Geschmack, die Nährstoffe eben alles erhalten durch die schonende Infrarottechnologie. Jetzt nehme ich da einfach die Erdbeeren her, schneide das Grüne eben den Strunk eben ab. Den kann man natürlich auch mittrocknen, wer will. Und das kann man auch sehr gut in Tee rein tun, wenn einer seine eigene Teemischung eben hat, kann man die auch super gut mittrocknen und dann in seine Teemischung rein tun. Dann hat man einen leichten Erdbeergeschmack und das funktioniert perfekt. Und mit den restlichen Erdbeeren, die schneide ich jetzt einfach in dünne Scheiben auf. Und dann lege ich sie da gleichmäßig aufs Gitter. Und wichtig ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel den äußeren Teil hat, man sollte es mit der geschnittenen Seite eben nach unten legen, weil das dann viel gleichmäßiger trocknet und die Feuchtigkeit, die Zellstruktur eben schonend getrocknet wird. Bei wunderbaren Erdbeer kann man nachher nicht nur seine eigenen gesunden Erdbeerchips damit machen, man kann auch ein eigenes Pulver draus machen, was man dann zum Beispiel in irgendeine Nachspeise rein tut. Man ist da genauso sehr, sehr vielseitig, ob man es jetzt ins Joghurt rein tut oder zum Beispiel seine eigenen Erdbeerchips macht, so zum gesunden Naschen. Die Erdbeeren schneide ich jetzt so circa in 5 mm Scheiben auf, wie ihr das seht, dass alles ziemlich gleichmäßig ist, damit es auch gleichmäßig getrocknet wird. Und desto dicker die Scheiben eben sind, desto länger braucht es damit ein Trocknen, weil die Erdbeeren haben sehr viel Feuchtigkeit und dann braucht es eine Zeit, bis das Wasser eben entzogen ist. Da sind jetzt die ganzen Erdbeeren eben aufgeschnitten. Da in die Kräutercube mit den 6 Fächer, in die große Kräutercube, da geht eine ganz schöne Menge rein. Das sind eben fast 4 Quadratmeter und da braucht man einiges an Erdbeeren. Und so wie ich gesagt habe, die grünen Strunk oder die Stängel habe ich da aufbewahrt. Die werden mitgetrocknet und die kann man dann natürlich auch in seine eigene Teemischung einigen. Da hat man einen super guten Erdbeergeschmack dadurch. Und jetzt geht's dann ab in die Trocknung mit den Erdbeeren. Bei 28 Grad die Temperatur eingestellt. Jetzt sind die Fächer alle drinnen in der Kräutercube. Das ist ganz schön eine Menge. Das sind circa 15 Kilo Erdbeeren, was da eben gesamt einigen. Und jetzt werden sie schonend getrocknet. Und das bei 28 Grad. Jetzt habe ich gerade nachgeschaut und die Erdbeeren sind jetzt super gut getrocknet. Schaut mal, wie die eben schön ausschauen. Schaut mal, wie da die Struktur eben ausschaut. Super gut getrocknet sind die eben. Und dadurch, dass bei unserer Trocknung eben eine Nachreifung auch stattfindet, steigt natürlich der Zuckergehalt, weil die Erdbeeren haben sehr viel Wasser drinnen und unter der Nachreifung steigt der Zuckergehalt. Dann kann natürlich passieren, dass sie leicht ein bisschen am Gitter kleben. Deswegen ist es ein guter Tipp, die einmal oder zweimal zu wenden und nachher kleben sie nicht an. Weil unsere Gitter, das sind ja alles Edelstahlgitter, das ist alles antibakteriell und man kann das natürlich auch feucht abwischen und dann ganz normal die anderen Sachen trocknen.
Und was ich auch noch kurz erwähnen möchte, ist, wenn zum Beispiel draußen ein regnerisches Wetter ist und wenn im Obst oder im Gemüse dann sich Bakterien bilden oder Schimmel sich bildet durch die ganze Feuchtigkeit oder die Regenzeit, dann kann es natürlich auch passieren, dass das dann in der Trocknung auch rauskommt. Dann ist aber der Schimmel schon vorher in der Frucht oder im Obst oder auch in die Kreiteln auch drinnen und dann kommt das natürlich auch raus. Das hat nichts mit der Trocknung zu tun, nur kurz zur Erwähnung. Und schaut einmal, wie die jetzt schön ausschauen von der Trocknung her. Unglaublich, und riechen tut's da nach Erdbeeren. Und die Stängel, was ich eben abgeschnitten habe, die sind auch super gut getrocknet. Und die kann man natürlich, schaut's einmal, hört man schön, wie die getrocknet sind. Und die kann man dann natürlich auch in seine eigene Teemischung eben reintun, dann hat man einen leichten Erdbeergeschmack. Und man kann dann natürlich ein Pulver draus machen, was man dann für Nachspeis, Müsli sehr vielseitig verwenden kann. Unter www.kräutercube.at seht ihr weitere Informationen zu unserer Kräuter-Multifunktions-Cube. Und es tat uns sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren Kräutercube-Kanal abonnieren tatet und natürlich ein Like. Und wir freuen uns auch über jeden Kommentar. Bis bald zum nächsten Video. Tschüss!